Ich bin heute mit dem Bus da, mit dem Brabus. Denn mein Ziel war nie Abitur, sondern Brabus. Eigentlich wäre ich gern Rapper gewesen, aber heute ist mein Karrierehighlight oder Tiefpunkt, denn ich habe den Brabus 800 XLP Adventure Super Black dabei. Hier steht da Boom! Pickup auf Basis vom G63 AMG, 800 PS, kostet über 700.000 Euro, kann sich kein Mensch leisten und ist der feucht gewordene Rappertraum da draußen. Brabus kommt in fast jedem Rap-Lied vor und ich werde euch heute alles zu diesem Meisterwerk der automobilen Tuning-Kultur erzählen. Ich bin zwar nicht JP, will es auch nicht werden, aber dieses Auto hat es mir angetan. Was werden wir besprechen? Wir werden die krasse Carbon-Optik besprechen, wir werden das Tuning vom Motor besprechen, die Leistungsdaten, wir werden den unnormal edlen Innenraum anschauen, wir werden fahren, wir werden über den Preis sprechen und vielleicht auch darüber, was ihr tun müsst, um euch dieses Auto leisten zu können. Nee, bei so einem YouTube-Kanal seid ihr nicht gelandet, hier seid ihr gelandet bei The Car Crash Review. Bei uns gibt es jeden Tag ein neues Review von elektrischen Autos, von normalen Autos und auch von Monsterautos. Stückzahl sehr klein, deswegen können wir das der Umwelt zuliebe verkraften, dieses Auto heute mal zusammen anzuschauen. Wir schauen es ja nur an. Kommt mit in dieses Review. Ja, ganz am Anfang, bevor es losgeht, spreche ich natürlich über unseren Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern, suchen garantiert besten Leasingpreis für euch raus, schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Die haben dieses Auto nicht im Leasing, da bin ich mir ganz sicher, das ist nämlich viel zu teuer. Aber ich bin der Typ, der hier an der Stelle eigentlich über das Wettbewerbsumfeld spricht. Nudeln wir das ab, denn das gibt's einfach nicht. Ja? Vielleicht fällt euch ein Wettbewerber ein, schreibt es mir in die Kommentare. Aber die Historie von Brabus, die ist legendär. 1977 gegründet, hier in Bottrop, von Bodo Buschmann in Bottrop gegründet. Großartig. Ja? Und seither veredeln die besten Autos der Welt und machen sie noch ein bisschen potenter, noch ein bisschen geiler und haben dafür von mir ein Riesenlob verdient. Ich als kleiner Junge bin immer an diesem Brabus-Stand auf den Automessen gestanden und habe mir die Nase platt gedrückt. Deshalb ist es heute mein Karrierehighlight, euch den zeigen zu können. Und was wurde hier gemacht? Dieses Auto ist insgesamt 70 cm länger geworden, hat Portalachsen, hat 50 cm mehr Radstand, hat 49 cm mehr Bodenfreiheit und weiter den Basismotor vom G63 drin. Der wurde aber getuned auf 800 PS, 1000 Newtonmeter. Ja, und das kostet weit über 700.000 Euro, dieses Auto, und ist ein Pickup. Hinten bekommt man eine Renndrohne irgendwie drauf, die schneller fliegen kann als das Auto fahren. Ich weiß nicht, ob es eine Renn- oder eine Lastendrohne ist, aber das ist eine mega gute Idee. Ja, Bottrop, da sind wir heute hier zu Hause. Und wenn wir jetzt über dieses Auto sprechen, dann ist das Geheimnis außen da natürlich Carbon dran zu bauen. Das ist die Super Black Version, heißt, das ist außen schwarz, innen schwarz. Ja, und das Motortuning spricht natürlich auch für sich. Und wir haben sowas wie beleuchtete Auspuffanlage hier, eine Klappenauspuffanlage, mega. Aber jetzt würden wir sagen, oder würde ich sagen, beim 5 Meter, ich bin ein bisschen nervös heute, beim 5,31 Meter langen Auto sprechen wir jetzt vielleicht erstmal über die Details. Und natürlich ist es pervers, eine G-Klasse noch höher zu machen, wobei das eigentlich sinnvoll ist für das Offroad, aber noch mehr Leistung reinzumachen und noch mehr Luxus reinzumachen in ein Auto, was ja für viele Offroad-Fans schon sowieso zu viel Luxus hat, ist krank. Aber deshalb ist es ja auch so geil, die Stückzahlen sind wirklich so gering, dass wir uns über die Umwelt da vielleicht gar nicht so viel Gedanken machen müssen, weil diese Autos ja auch nicht gefahren werden oder nicht sehr viel. Und wenn man es, vielleicht rede ich es mir auch gerade schön, und wenn man das Auto jetzt anschaut, dann fällt von vorne natürlich dieses typische G-Klassen-Design auf mit den Kulleraugen von vorne, das bleibt auch weiter. Und zusätzlich haben wir hier eine Seilwinde, die bis zu 4,5 Tonnen ziehen kann. Das Auto wiegt 2936 Kilo. Wir haben auch hier weiter diese
ja, diese Froschblinker nenne ich sie immer. Und wenn ihr jetzt mal guckt, da oben die Motorhaube, da haben wir ein Carbon-Bauteil, was riesig ist, was mehr Luft spendiert, wo Brabus vorne drauf steht. Brabus auch im Logo, Brabus, Brabus. Ich habe jetzt schon 4-mal Brabus gelesen, also für jedes Mal Brabus hier drauf könnt ihr einen Shot da draußen trinken. Und dann haben wir hier diese Carbon-Umrandung, haben nochmal hier 2 Carbon-Inlays mit Brabus drauf, genau. Dann eben vorne nochmal dieses robuste Teil. Wir haben ein Carbon in diesem Lufteinlass hier, wir haben Carbon-Unterfahrschutz hier unten und ihr seht auch schon von vorne, dass das Auto halt echt richtig hoch steht und es ist auch 12,6 cm breiter. Mit dem Brabus White Star Kit eben haben wir quasi hier diese Radläufe erweitert und eben auch genau Carbon da drauf. Also Carbon und Brabus, das gibt Shots heute. Ja, und wenn wir uns dann da oben anschauen, haben wir diese Scheinwerfer da oben und nochmal eben so einen Carbon-Windschutz da oben nochmal ein bisschen verbaut und da drauf bekommt man, wenn man will, auch ein Dachzelt, was ich ganz interessant finde. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie das euch gefällt. Auch dieses Blau hier vorne drin übrigens, finde ich ganz charmant gelöst. Wäre der Brabus was für euch mit der Kamera da nach vorne? Aber viel interessanter technisch wird es für mich hier in der Seite. Beim normalen G63, den wir euch ja neulich in Graz vorgestellt haben, habe ich euch gesagt, ja hier Leiterrahmen ist drin, Sperrdifferentiale in alle Richtungen ist drin, Starrachse hinten. Und hier haben wir das Auto quasi hier einmal abgeschnitten, ne, und haben diesen Hinterbau gemacht und dieses Teil hier hinten kommt tatsächlich dann noch vom normalen G63. Ansonsten die Seitenwand hier ist aus Carbon und wir haben Portalachsen hier drin. Schaut mal, wie krank hoch dieses Auto steht. Irgendwie 49,5 cm. Der Radstand im Vergleich zum, und das tut schon fast ein bisschen weh, normalen G63 mit fast 2 Jahren Lieferzeit ist 50 cm länger. Heißt, wir haben auch den Leiterrahmen hier verlängert und hinten nochmal verlängert, sodass wir auf 70 cm mehr Länge kommen und damit ist es natürlich eine unglaubliche Erscheinung. Hier ist er breiter natürlich auch, 22 Zoll Pirelli All-Terrain Reifen hier. Ja, das ist eine sehr massive, ich glaube 8 Block Felge hier, die ist mega. Schaut einfach mal in den Radkasten hier rein. Jedem Automobilfreak da draußen geht da das Herz auf. Und hier haben wir dann nochmal Carbon. Allerdings ist es ein geschlossener Lufteinlass. Und ja, wenn ihr jetzt mal ein bisschen näher kommt, seht ihr hier diese Reling drumherum, ganz nah, inklusive Spiegelkappen, zum Teil zumindest, ist aus Carbon. Wir haben Brabus hier eingelassen in den Türgriffen. Wir haben den Biturbo 800 hier stehen. Ja, und das zieht sich einmal hier rum und hier haben wir dann einen schwarzen, massiven Träger nochmal hinten drauf. Und jetzt kommt mal her. Schaut euch das an. Wir haben die Klappenauspuffanlage mit einem Blow-Off-Ventil vorne hier rot beleuchtet, mit Carbon umrandet. Und eine Sache ist sehr schön, guck mal, wenn ich hinten dann aufmachen will zum Beispiel, kommt hier diese Drittstufe einfach runtergefahren. Ne? Wenn ich zumache, fährt sie dann automatisch wieder hoch. Das ist schon schick. Wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal einmal drum rum. Und das Highlight für mich vom Auto ist hier hinten. Reserverad da drauf, Brabus, Ersatzkanister, Brabus steht hier, Brabus mit einem Sichtcarbon. Hier unten haben wir nochmal einen Carbon-Unterfahrschutz bei dem Auto. Anhängelast hinten vielleicht gar nicht so wichtig, weil vorne zieht er ja 4,5 Tonnen. Und hier kann man den dann aufmachen. Vielleicht bevor wir ihn aufmachen, zeige ich noch, dass wir hier auch diese beleuchtete Auspuffanlage auf beiden Seiten haben. Ja, das ist schon echt krass mit der Bodenfreiheit und so. 100 Liter Tank vermute ich da drin, weil mit dem Verbrauch von 14,5 Litern muss man ansonsten irgendwie relativ häufig nachtanken. Und jetzt guck mal, das ist auch nicht irgendwie so schoflig verbaut, sondern nein, das hält hier auch vielleicht im Gelände, ne? Fährt nicht automatisch auf, so, guckt. Ja doch, wenn man es will schon, aber so eben relativ fest, also gut verarbeitet. Und das hier ist so eine Art, wie nennt man das? Also so ein Plastikimitat von Holz, weil Mercedes festgestellt hat bei ihren Pickups, dass das hier oft schon geschimmelt hat. Hier Plastik, schimmelfrei. Und jetzt schaut euch das an da oben. Reserverad hier, alles sehr robust. Ne? Da oben diese Leuchte, der Dachträger da. Das ist schon alles wirklich sehr stimmig. Ja, und jetzt sitze ich auf dem Brabus. Eigentlich wäre ich gern Rapper gewesen, bin ich aber nie geworden. Leider, mache jetzt hier zu.
Schreibt mir in die Kommentare, mögt ihr es, dass wir euch solche Autos auch mal vorstellen? Gefällt euch der? Würdet ihr euch den kaufen, wenn ihr im Lotto gewinnt? Ich mache jetzt hier auf und was man nicht vergessen darf, diese Druckknöpfe beim G, dieses Geräusch, wie der auf und zu geht, da kann ich mich nicht dran satt hören und sehen. Ich würde sagen, ihr geht jetzt mal da rein, ich probiere auf der anderen Seite reinzukommen. Ich habe natürlich hier die Drittstufe. So, ich sitze im Bus, im Brabus. Das ist schon sehr witzig, ne? Hier hinten haben wir dann dieses Touch-Display, das ist jetzt nicht an, aber hier können wir dann quasi ja, alle Funktionen, glaube ich, von vorne auch sehen. Und wenn ihr jetzt mal guckt, getreu nach Bodo Buschmann ist das hier nicht einfach irgend so eine Steppung. Nee, das ist eine sehr, sehr edle Brabus Masterpiece, Super Black Edition hier. Konstantin Buschmann ist übrigens sein Sohn, der hat die Firma jetzt übernommen und leitet die Geschicke. Ja, hier haben wir so einen Kohleturm irgendwie, auch in der Tür drin als Muster. Schaut gerne mal in die Tür rein. Da haben wir diese blaue Beleuchtung drin, eine Burmesteranlage. Natürlich, was soll es auch anderes sein, ne? Ja, das ist schon großartig. Ich mache jetzt mal hier vielleicht die Leuchten an. Da oben haben wir auch nochmal ja, dieses Leder. Selbst der Boden, schaut mal, selbst der Boden ist mit Leder bezogen. Krank. Ja, dann haben wir hier nochmal Lederbezug. Überall Leder. Ich sehe da vorne überall Carbon. Ich sehe hier oben ja, die Kilometeranzeige, die Uhr. Ja, krass, ey, krass. Dann hier eine Armauflage, natürlich. Wir haben hier nochmal da eine Durchreiche quasi und ja, könnt das auch hier flexibel verstellen. Ich saß, glaube ich, selten in einem nobler ausgeformten Rückraum hier drin. Selbst hier die Oh-Shit-Handle hier oben sind aus Carbon. Das ist schon Wahnsinn. Carbon auch in der Tür. Ihr könnt vielleicht gerne noch mal in die Tür schauen. Ich steige jetzt aus. Brabus Einstiegsleiste auch in Blau da hinten. Und dann sprechen wir zusammen, ja, vielleicht mal über das Motörchen, was wir hier drin haben. Und das ist, Freunde, ganz ehrlich, Motörchen. Dazu zu sagen ist eigentlich Blasphemie, weil wir haben hier einen 4 Liter 8-Zylinder. Boom! Der ist schon im G63 so krass, dass dieses Auto einfach mal ja, ausverkauft ist. So funktioniert's. Profi Jan. Jedenfalls ausverkauft ist. Aber hier haben wir natürlich ein Tuning. Wir haben 2 neue Turbolader da unter anderem drin. Ich will nicht zu sehr in die technischen Details gehen. Blow-Off-Ventil sitzt hier und sorgt irgendwie, ja, wie bei den Gruppe 9 Fahrzeugen beim vom Gas gehen scheinbar für einen richtig geilen Sound. Und hier haben wir nochmal, die soll es anders sein, eine Carbonabdeckung. Brabus steht drauf, rot, schwarz. Und hier ist sogar ein goldenes Brabus-Emblem drauf. Heieiei. Jedenfalls leistet der hier, und das muss er auch, 800 PS, 1000 Newtonmeter. Das Auto wiegt 2936 Kilo und damit geht der in 4,8 Sekunden auf 100. Unvorstellbar. Allerdings kleiner Wermutstropfen, wir haben einen Verbrauch von 14,5 Litern und was wichtig zu sagen ist, der wird nur 210 km/h schnell, weil das Auto steht sehr hoch und die Bereifung hier, ja, der will man das nicht antun, dass dieses Auto eben noch schneller wird. Ich hoffe, ich habe euch jetzt alles drüber erzählt, weil ich könnte eine Stunde Referat über das Auto von außen halten, will ich aber nicht. Ich will es einigermaßen kurz halten. Jessie lacht schon hinter der Kamera. Was wir jetzt machen, ist, wir steigen in den Bus, in den Brabus. Ich zeige ihn euch innen, dann wird gefahren. Fazit, kommt mit. Kommen wir zum Innenraum. Irgendwie fühlt es sich so an, als würden mich die Leute anschauen von draußen, als hätte ich das Auto geklaut. Habe ich gar nicht. Aber der Innenraum ist krass. Shadowline, Chrom hier überall drin, Leder überall drin, Carbon überall drin. Das ist unglaublich. Alles schwarz, all black, everything. Und jetzt gucken wir uns mal ja, die Fußmatte an. Brabus, Masterpiece, Super Black, Konstantin Buschmann, aka Konstantin Brabus, hat da drauf unterschrieben unter der Fußmatte, die aus Leder ist. Auch Leder. Leder, soweit das Auge reicht. Und schaut mal, selbst hier unten ist Leder. Das ist ja großartig. Brabus Leder seht ihr hier in der Mittelkonsole. Hier drauf Leder.
Also Brabus achtet auf die Details. Und jetzt schauen wir mal in die Tür. Und da haben wir dieses Shadow Chrome zum Beispiel an dem Verstellhebel für die Sitze drin. Ne? Wir haben Leder in der Tür nochmal drin mit dieser Steppung und ein anderes Leder. Wir haben die tolle Anlage da von Burmester. Und ganz ehrlich, also wenn man die Details hier beachtet, dann merkt man, dass die Jungs hier Liebe in die Karren stecken. Also wirklich, ne? Der Himmel aus Alcantara. Aber jetzt schauen wir uns vielleicht erstmal die Sitze an. Brabus Masterpiece, hier ist er wieder, der Konstantin. Brabus hier in der Kopfstütze drin. Und jetzt schauen wir mal einfach zwei unterschiedliche Elemente hier im Leder drin. Das ist schon wirklich großartig. Wir haben auch Alu ganz viel verbaut, aber eben alles dunkel. Und wenn wir uns das hier vorne mal anschauen, dann haben wir hier Chrom einmal durchgehend, quasi die ganze Mittelkonsole hier baut auf Chrom auf. Und nach vorne rausschauen ist irgendwie witzig, weil guckt mal hier, da steht auch Brabus drin und die Haube ist sowas von potent, das ist schon krass. Oh Shit Handle hier für Jesse, den wird sie nachher bei der Fahrt brauchen. Selbst die hier diese Verdunkler haben nochmal Leder. Ich habe sowas ehrlich gesagt noch nie gesehen. Und dann haben wir hier Platz für einen Schlüssel. Schaut mal, was hier steht. Brabus. Hier, für einen Busfahrer ein Brabus. Und könnt ihr natürlich auch zumachen. Und die Haube ist natürlich aus Carbon. Und die Uhr hier, die analoge, ist von Panerei in so einem Grün. Grün finde ich passt nicht hier rein. Aber sonst ist das ein toller Innenraum. Und guck mal hier drin. Selbst die Konsole hier aus Leder. Vielleicht technisch haben wir hier die Differentiale, die wir alle sperren können. Ich würde sagen, Jessie kommt mal rein, weil die friert und ihr wisst ja, unhappy wife, unhappy life. Und macht vielleicht einfach mal die Tür zu, dann wird es wärmer. Ja. Und dann schauen wir uns, das kann sie eben nicht so richtig, weil sie muss immer das mit, die muss man richtig zuschlagen, genau. Und jetzt schauen wir uns vielleicht noch den Himmel an hier oben. Da sieht man dann Teil vom Dachträger. Für die Beifahrerseite gibt es wohl ein Dachzelt noch, was das Auto ideal für Camping macht. Und jetzt schaut es euch an. Lenkrad hier kann ich ideal verstellen. Und wir haben hier einen Lederbezug. Eigene Sattlerei übrigens bei Brabus auch. Hier oben Carbon, hier unten Carbon. Hier steht Brabus. Hier haben wir dann die Gänge, die wir verstellen können. Sport Plus und so kommen wir später dazu. Dann haben wir hier Efficiency Dynamics übrigens. Wer das normale G-Modell anschauen will, schaut unser Review. Und hier haben wir dann das Steuerelement quasi, was wir hier machen können, wo wir uns eben alles anschauen können. Hier geht es dann immer wieder zurück. Reise, den Performance-Anzeige kann man hier reinmachen. Das kennt ihr allerdings vermutlich alles vom normalen G-Modell. Brabus steht hier links selbst in dem digitalen Element drin. Rechts steht V8 Biturbo. Und dann seht ihr hier auf meiner Seite eben noch die Assistenten. Brabus Lüftungsdüsen hier auch. Leder hier überall, also das ist schon à la Bonheur. Ich werde euch jetzt kein Review machen, wo ich euch die ganzen Innenraumelemente alle zeige, weil vom normalen G kennt ihr das, dunkler Stern hier vorne in diesem dunklen Ton, also wirklich alles schwarz. Und jetzt schauen wir uns das hier an. Steuern kann man das ganze Teil hier ganz bequem, übrigens Auspuffanlage, 360 Grad Kamera, seht ihr dann auch hier. Ist ganz nett gemacht, übrigens beim normalen G-Modell auch vorne die Seilwinde, hinten dann so, funktioniert also auch. Long Range haben wir haben hier die Dämpfer, die adaptiven. Ja, und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns vielleicht vorne einfach noch ganz kurz das System an, da ist ja unser G. Ja, das kennt ihr, Navigation, Medien, Fahrzeug vielleicht am interessantesten, was man da machen kann. Dynamic Select zum Beispiel, Verbrauch 14,5 Liter. Aber ich würde sagen, was wir jetzt machen, ist Jessie reinholen. Also ist das schon drin, aber zumindest in die Kamera. Und dann fahren wir zusammen. Jessie, wir fahren Bus. Brabus. Brabus. Hast du Bock? Ja, ich habe richtig Bock. Ist schon krass. Ja? Schon krass, ja. Aber du bist noch gar nicht gefahren? Ich habe aber schon ein bisschen was gehört. Okay, alles klar. Also, dann mach ich mal an. So geht er an. Und jetzt mache ich mal ohne Auspufftaste. Jetzt mache ich mal mit. Guck mal hier drauf drücken. Und jetzt hör mal. Jetzt machen wir mal vielleicht noch einen Sportmodus. Alter. Bock? Ja, Bock. Gänge gehen hier rein. Und jetzt schauen wir mal, jetzt fahren wir. Die haben gesagt, hier ist links ein Bordstein, da passen wir mal drauf auf. Hier haben wir eine Schüttelfläche. Schau mal, ist ja ein Offroader.
Packt er dich auch hier Ja, an er der hat Seite? mich gepackt, voll geil. Durchgepackt, ne? Und hier haben wir eine Schüttelfläche. Guck mal raus, da vorne. Ja. Great. Geht aber, ne? Also Geht, rechts, ja. ja. Und hier haben wir jetzt so eine Fläche. Guck mal, wo wir... Alter, das Auto ist so unnormal breit, ne? Wupp, Upp, wupp. upp. Und jetzt haben wir denen ja versprochen, dass wir den vielleicht ein bisschen warm fahren erstmal, bevor wir durchbeschleunigen. Ja, und jetzt guckt mal, wie das ist hier. Also erstmal ist es interessant, weil das Auto gefühlt noch ein bisschen runder abgestimmt ist wie ein normaler G. Und dafür haben die uns was erklärt, weil wir haben hier so eine Drehfläche. Übrigens, ich sage euch was, ich bin ein Hasenfuß vorm Herrn, weil ich traue mich mit dem Auto nicht auf die normale Straße, weil wenn wir hier 700, schieß mich tot, 1000 zahlen müssen, bin ich... Broke. Fürs Rest des Find Lebens. me hier in Bottrop hinter Ding, nur noch mit Brot und Wasser. Und jetzt guck mal hier, wie der sich dreht. Kein Zerren, kein Nix, ne? Der dreht sich ganz leicht, ganz leise, ganz sanft übrigens. Und hier haben wir übrigens noch die Dämpfer, die wir ein bisschen weicher machen können. Und jetzt schaut mal hier, wie gut der auf der Straße liegt. Mega. Jetzt machen wir das mal noch ein bisschen schneller. Ah, nicht so schnell, Jan. Nein, Jan. Nein. Funktioniert? Also wenn ich hier das machen kann, klappt es für die Scheichs auch, würde ich mal sagen. Und Jesse jetzt. Brabus guckt zu. Ne? Okay. Jetzt sind wir hier im Sportmodus und jetzt geben wir mal Gas, oder? Hast du Bock? Ja, warte, ich komme noch vor. Glaubst ja. du, wir dürfen noch mal kommen? Nee, ich glaube nicht. Alter. Ah! Wow. Oh shit. Waren wir auf 100? Oh, ich hab auf die Straße geguckt. Alter. Ei. 4,8 Sekunden. Und das Krasse ist, das ist ja nicht per se nur ein guter Wert, sondern das ist halt, das Auto wiegt fast 3 Tonnen. Das ist krank. Das machen wir jetzt nochmal in die Richtung. Okay. Der Sound! Alter. Ja. Unnormal. Unnormal. Das ist ja Läuft. Wahnsinn. Ob es zeitgemäß ist, weiß ich nicht unbedingt. Aber krass. Wahnsinn Da war der hier. Bordstein übrigens, aber juckt ihn nicht. Ja, aber wir haben ja hier Offroad. Ja. Wie der auf der Straße liegt, ist toll. Und ansonsten ist es natürlich... Kannst du die Straße sehen vorne? Ich kann nur Brabus sehen da vorne. Weißt du, was ich mir gerade wünschen würde? Mit diesem Auto irgendwie durch die Dünen fahren, durch den Schwarzwald fahren. Ist natürlich pervers, macht wahrscheinlich kaum einer. Aber das ist toll. Wie fühlt es sich für dich an hier drin? Also extrem hoch, ich fühle mich so, als ob wir in einem LKW sitzen würden. Mhm. Extrem brachial, extrem laut, aber trotzdem extrem luxuriös. Also es ist einfach extrem. Extrem, ja. Wie ist es? Extrem. Extrem. Jetzt machen wir hier mal, warte mal, wir haben ja noch andere Modi. Weil das soll ja auch nicht nur extrem hart sein, alles immer im Leben, sondern manchmal gibt es ja auch Romantik. Ne? Jetzt machen wir mal Komfort rein. Und Ton ist hier raus und jetzt guck mal. Jetzt fährt sich das Auto eigentlich ganz solide, ne? Ganz ruhig, ganz behende. Würdest du dir auch zutrauen, den zu fahren? Ja, ich würde den auch fahren. Ja? Ja. Guckst du gerade raus, ob die kommen von, Ja. von Bravos? Also zwei, Ja, auch drei geguckt. Leute von Bravos, ja, ich glaube. Manchmal ist das ja so ein bisschen komisch, ne, weil die geben uns da immer so Autos. Ganz ehrlich, das war ein Highlight für mich, aber ich bin auch ein bisschen froh, das Auto wieder abgeben zu dürfen, weil ihr wisst ja, no tengo dinero, mucho. Wer hat schon so viel Geld? Jetzt machen wir das Fazit. Kommen wir zum Fazit. Heute ist mein Karriere-Highlight, da lege ich mich fest. Es ist ein unglaublich monströses Auto. Schaut mal, wie hoch ich sitze. Tatsächlich höher als in so einem Linienbus. Und jetzt steigt eben nicht doch, es steigt der Busfahrer aus, der Brabusfahrer. Und jetzt hatte ich so ein bisschen Bedenken, weil ich stehe auf diese Autos. Privat, mein Herz liebt das, aber alles wird elektrisch. Wir wollen ein bisschen auf die Umwelt achten. Und da habe ich mir so die Sorgen gemacht, ist es jetzt okay, das Auto, was 6 bis 12 Monate Lieferzeit hat, vorzustellen? Und da habe ich gedacht, ja, weil die Stückzahl sind so klein, diese Autos werden so wenig bewegt, dass das für die Umwelt einigermaßen okay ist. So habe ich ein bisschen meinen Seelenfrieden damit gefunden. Dieses Monstrum hier aus Blech, aus Pickup, aus Carbon, aus massiver Leistung, aus Offroad-Fähigkeit, aus Technik auch, ja, und aus qualitativer Wertarbeit hier aus Bottrop. Das muss man nicht unterstützen, weil die Lieferzeit ist riesig. Das Auto kostet
725.900 €. Ja, und wenn ihr vom Verbrauch, dem CO2-Ausstoß und dem Preis nicht zurückschreckt, und ich glaube, der Preis wird für viele von euch da das entscheidende Kriterium sein, dann schlagt zu, weil ich vermute, sowas wird enorm wertstabil sein. Die Rocket-Version hiervon, ja, die war innerhalb von 24 Stunden ausverkauft und die hat einen ähnlichen Preis. Vielleicht stellt man sie euch auch noch vor. Hier seid ihr allerdings gelandet bei The Car Crash Review. Ich war leider nie ein Rapper, ich werde nie einer sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, abonniert den Kanal. Denn bei uns gibt es 5 Songs in einer Nacht. Nein, Capital Bra finden wir eher so mittel. Was es hier gibt, ist jeden Tag um 17 Uhr ein neues Review von der bezaubernden Jessie oder dem bisschen uncooleren Jan. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Merkt gerade, dass ich scheiß alt werde und bis bald in einem anderen Zirkus. Ciao, tschüss. Brabus.